Tag zusammen, liebe Freunde guter Musik und guter Audioproduktion. Heute geht es um Filter und zwar ausschließlich um Filter. Wir werden herausfinden, was Pole sind, welchen Unterschied ein Zweipol- und Vierpolfilter hat. Wir werden uns nochmal mit Flankensteilheit beschäftigen. Wir werden uns über Resonanzfrequenzen unterhalten. Wir werden schauen, was die Feedback-Schleife damit zu tun hat. Wir schauen uns an, was den berühmten Moog-Ladder-Filter ausmacht. Und zum Ende hin wollen wir mal rausfinden, was wir mit diesem Wissen dann auch praktisch machen können im Blick auf eine Kickdrum, wie man sie mit einem Filter auch gut nach vorne bringen kann. Also bleibt dran. Zu den Begriffen. Man spricht manchmal von einem Low-Pass-Filter oder einem High-Cut-Filter. Das ist beides das gleiche. Low-Pass, also tiefe Sachen durchlassen, High-Cut, hohe Sachen abschneiden. Oder umgekehrt könnte man auch ein High-Pass, also hohe Frequenzen durchlassen, und ein Low-Cut-Filter sagen. Dann werden die Tiefen abgeschnitten. Ich bleibe grundsätzlich bei Pass, also ein Low-Pass-Filter lässt die tiefen Sachen durch und wir bleiben auch heute beim Low-Pass-Filter. Ein Filter besteht immer mindestens aus einer RC-Einheit. RC kommt von Resistor Capacitor oder Widerstand Kondensator und so eine Einheit dämpft um 6 dB pro Oktave. Schauen wir uns das mal auf einem Bildchen an. Hier sehen wir also jetzt das Schaltbild der RC-Einheit mit dem Widerstand und dem Kondensator und daneben die Kurve, die Flanke, die die Dämpfung darstellt. Jetzt kommt ein nächstes Bild, wo ich einen Zweipolfilter und einen Vierpolfilter zeige, beziehungsweise die Dämpfungskurven darstelle. Also, man kann diese RC-Einheiten hintereinander schalten, kaskadieren. Meistens nutzen wir in der Synthesizer-Welt 2 Pole und 4 Pole. So, jetzt wollen wir uns das mal praktisch anhören und anschauen. Ich habe hier einen Filter gewählt, der 6 dB, also ein Pol, 12 dB, also 2 Pole, 18 dB, 3 Pole und 24 dB, 4 Pole darstellen kann. Und das klingt dann so: 6 dB, 12 dB, ihr hört stärkere Abschwächung, 3 Pole, 18 dB und 24 dB. Da wird es noch viel stärker abgeschwächt. Jetzt kommen 3 wichtige Begriffe: Resonanzfrequenz, Feedback und Phasenverschiebung. Ich hoffe, ich kriege das geregelt, das einigermaßen vernünftig zu erklären. Also schauen wir uns jetzt mal den Moog-Ladder-Filter an. Da seht ihr die 4 RC-Einheiten übereinander und unten ist ein Ausgang, eine Rückkopplung. Da wird nämlich ein Teil des gefilterten Signals wird zurückgeführt und wieder in den Eingang des Filters. Das ist ziemlich genau wie bei einem Turbolader beim Auto. Gucken wir uns das mal an. Da seht ihr auch den Eingang, die Ansaugung, dann geht es in den Motor, wird verbrannt, verarbeitet und ein Teil vom Auspuff wird wieder genutzt, um die Energie zu erhöhen. Also das nennt man Feedback. Und jetzt ist es so, dass bei Filtern das Tonereignis, das Signal pro Pol um 90 Grad gedreht wird. Also ein Pol 90 Grad, 2 Pole 180 Grad, 4 Pole 360 Grad. Und hier kommt die Phasenverschiebung ins Spiel. Bei einem 24
24 dB Filter, also ein 4-Pol-Filter, wird die Phase exakt gleich verschoben, also 360 Grad einmal komplett rum. Und die Frequenz addiert sich mit der Frequenz, die eingeht. Genau an dieser Stelle wird also der Ton lauter. Und die anderen Bereiche, die eben phasenverschoben sind, werden abgesenkt. Das ist ganz normal in der Musik so. Wenn Phasen verschoben werden, kommt es zur Auslöschung. Und das passiert im Filter auch. Schauen wir uns das mal in der Praxis an. Hier oben seht ihr Cut-Off und Resonanz. Ich habe Diva genommen von Uhe. Der Urs Heckmann ist sehr gut im Nachbilden von analogen Synthesizern. Ich habe den Triple VCO genommen. Das entspricht in etwa dem Model D von Moog. So, und jetzt habe ich die Resonanzfrequenz ganz unten. Und wenn ich jetzt einen Ton spiele und den Fabfilter dazu bringe, sich das zu merken, seht ihr 64 Hertz, die stärkste Frequenz. Jetzt mit Resonanz hochgedreht. Und da sieht das schon ganz anders aus. Da ist die stärkste Frequenz bei 240 Hertz und im Bass fällt es ab. Deswegen ist es so, Resonanz rausgedreht. Da ist unten mehr los. Resonanz reingedreht. Ist oben mehr los. Ziemlich eindeutig, oder? In der folgenden Grafik hier wird es nochmal deutlich, wie der Leistungsverlust im Bassbereich ist, wenn die Resonanzfrequenz aufgedreht wird und sich mit der Cut-Off-Frequenz sozusagen addiert. Aber nicht nur Leistungsverlust spielt eine Rolle bei den Filtern, sondern auch die zeitliche Verzögerung. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir eine Phasenverschiebung um 90 Grad pro Pol haben, also bei 24 dB, 4-Pol-Filter, 360 Grad. Und das hat nicht nur mit der Addition zu tun, sondern auch tatsächlich mit der Zeit. Und das kann man zum Beispiel gebrauchen, wenn man eine Bassdrum verändern will bzw. nach vorne bringen will. Die Resonanzfrequenz dieser Smack oder wie man das nennen will, die wird zeitlich verzögert. Aber die Bassbereiche, die zwar abgeschwächt sind, aber da sind und man könnte sie auch mit dem Equalizer etwas verstärken, kommen früher. Für eine Kickdrum bedeutet das, dass unten die ganz tiefen Bereiche sofort da sind und leicht um ein paar Millisekunden zeitverzögert kommt der Smack. Im Mix kann das bedeuten, dass du deine Kickdrum ziemlich gut nach vorne bringen kannst, ohne die Lautstärkeregler zu verändern. Probier's einfach mal aus. So, das war jetzt viel Gelaber, aber ich glaube, es war notwendig. Ich selber habe viel gelernt und ehrlich gesagt hoffe ich, dass ihr auch viel gelernt habt. Über eure Kommentare, hatte ich ja schon gesagt, freue ich mich sehr. Like sowieso. Und wenn ihr den Kanal abonniert, wäre das auch super toll für mich. Bis denne.